Okay, was macht sie jetzt? Alter, was geht bei ihr? Jo, was geht denn bei dir? Nee, danke. Madame Spider-Lady. So, hallo, willkommen zurück. Ich bin's wieder, der Schmarinator. Das da vorne ist die gute Filatova und wir befinden uns in Atomic Heart. Letzte Folge haben wir herausgefunden, dass unser Handschuh anscheinend Sacharow ist. Okay, auch interessante Sache. Und diese Folge gucken wir mal, wo uns die Story noch so hintreibt. So, jetzt können wir der guten Frau hier ein paar Fragen stellen. Ich würde mal sagen, wir arbeiten uns einfach von oben nach unten durch. Und die erste Frage ist, wann ist dir klar geworden, dass Charles Sacharow ist? So when did you realize that Charles is Zaharov? Just about right now, when he went offline. I had no idea SETZEN had stashed his consciousness into your glove. It was the abbreviation Charles that tipped me off. Okay, warum hat die Abkürzung Charles jetzt darauf hingewiesen, dass es der Sacharow ist? Das muss sie uns aber gleich nochmal erklären, glaube ich. Also ist Charles kein Mensch mehr, sondern ein Gerät? Ja, boy, ach, wirklich jetzt. So Charles isn't a person anymore. Just a device. I don't know, I guess he is. Except this device is based on the logical paradigm and experience of one of the brightest Soviet geniuses. So why does Sechenov want him? Because Sechenov never dismisses what he can use. It's easier for him to change everything to fit his needs. I guess you noticed this already. What's funny is that you seem to have made friends with your glove. Well, we've been through a lot. I've got feelings, you know, being alive and all. So does he. Did. Naja, also, so richtig Freunde sind die ja jetzt nicht geworden. Also, ja gut, ne? Aber gut, lassen wir mal so stehen. Er hat gesagt, er hat Gefühle. Das glauben wir ihm an der Stelle einfach mal. Hallo, sorry, ich wollte auch gar nicht lange stören. Aber es wäre super, wenn ihr mir hier einen Daumen hoch und ein Abo da lassen könntet. Und wenn ihr dann noch all euren Freunden von mir erzählen würdet. Das wäre super Premium. Vielen Dank, ich bin raus. Tschüss. Wie kannst du da so gelassen drüber reden? How can you talk about this so calmly? To me, Chariton Radionovich died a long time ago. I'm done mourning him. And besides, I'm a scientist. We're more impassionate towards death than to muddling one's brains. Charles wegen Chariton Radionovich oder was? Aber, und das ist Sacharow oder was? Also irgendwie steige ich mit dem Namen jetzt gerade nicht durch. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber ich nehme jetzt einfach mal an, das ist Sacharow und das passt schon so. Aber gut. So, also, wie kommen wir rein? So, how do we get in? Only a small bunch of people have permanent access to the archive. Sechenov, Lebedev, the director of the academy, and Zaharov. Like you reminded me. Fluffy, huh? So what would we have done if the password hadn't worked? I'm sure you would have smashed the door with your bare fists. But Kommt now gut. Archivist thinks I am Dr. Zaharov, so we got lucky. And now we can learn everything about you. Let's go. Ja, dann lass mal herausfinden. Jetzt bin ich tatsächlich interessiert. Auf, wie geht's? Welcome, Chariton Zaharov. Hallo. What is the subject of your query today? Agent P3, personal file. Oh ja. Your search returned 42 audio records. So, which one do you want first? I couldn't care less. Then pick one at random. Supi. Ja, hä? Und jetzt? Können wir hier irgendwie Computer drücken oder was? Moment, wir scannen mal. Okay, hier liegt Zeug rum. Ich loote erstmal und wenn ich was finde, hole ich euch rein. Okay, wir haben unten jetzt mal alles gelootet, aber hier liegen noch so Sachen hier rum. Die sind auch rosa. Ich nehme an, die müssen wir irgendwie aufnehmen. Und jetzt? Ah, müssen wir die hier reinwerfen. Moment, dann sammle ich erst alle ein. Vielleicht können wir die dann ja alle nacheinander einfach da reinfeuern. Hier oben war auch noch irgendwas Lilanes. Da? I only need one for now. Achso, okay, gut. Ja gut, dann hören wir da mal rein. Oder gucken oder wie auch immer. Riesiges Tonband, wir hören uns an. Try this one. Rein da. Commencing playback. The Okay. events in Bulgaria left the agents badly injured. Technically speaking, they were clinically dead. Agent Blesna could not be saved. Since Agent Plutonium's condition was less severe, it was possible to return him to combat readiness. However, his nearly destroyed limbs had to be amputated and replaced with the latest prostheses. Yeah, I already know half my body's prosthetic. What else is new? These are just general observations. Find another recording. Das heißt mit Plutonium oder was? P3 ist Plutonium 3. Geil. Okay, dann holen wir uns hier die nächste Disc und klappern die mal hier rein. 3, 2, 1, Okay, Disc. play this one. Yes, play it, baby. Commencing playback. Following his recovery, the agent's personality was altered significantly, including his behavioral and speech patterns. Because of this, I made the decision to remove the agent from the Argentum unit. In order to prevent any possibility of memory recidivism,
Plutonium received a new call sign, P3, and is now under my direct command and observation. P3's contact with Argentum has been kept to a minimum, and Argentum personnel have been warned against mentioning the call sign Blesna in P3's presence. Crispy. I'll get another one. What? Sechenov has you on a leash. He does whatever he wants with you. Listen, Doc, you saved my life. Do you think I don't know I'm a test subject? That's my job. So you're a volunteer, huh? Then why are you such a disobedient test subject? Because before they always told me what they were doing. I'll go get another recording. Na, way ahead of you, Junge. Ich bin schon da. So, nächstes Recording. Schnipp, schnapp, rein in den PC. This one a spin. Yes. Procedure. Implant the Voskhod neuropolymer brain function Nice. extension. Objective. Total elimination of destructive impulses triggered by traumatic memories. Patient, Major Sergei Nechayev. Codename, Plutonium. Attempt number 3. The first 2 operations were unsuccessful. The patient suffered a severe brain injury in Bulgaria, which could not be repaired. The damage is of such severity that the patient will likely have to be euthanized. Did you hear that? He wanted to kill you. The frontal lobes are partially destroyed, causing the patient to experience bouts of uncontrollable rage. The patient's steel prostheses render him dangerous to those around him. And that's about your seizures. Due to the incidence of temporary insanity, the patient is immersed in a surreal psychedelic reality that prevents him from accepting the consequences of his aggressive behavior. I don't get it. Can you translate for me? You're not gonna like it. The patient experiences intense hallucinations. Did you see your wife again, my boy? How did you know that? Yet a Voskhod implant will give the patient artificial memories and allow him to overcome his obsession with his deceased wife. Your wife. It's all bullshit. I've never been married. With Voskhod, we can send the agent's consciousness into the imaginary world of limbo via a pulse aimed directly at his pituitary gland, switching the Major into combat mode on command. Na, hab ich's nicht gesagt? To add that I am strongly opposed. What a load of crap. I mean, there's no fucking way. I'm afraid there is. Sechenov can send your mind to your own private paradise with the push of a button. And my body? Your body will kill whoever he tells it to. Fucking horseshit. What about the hallucinations? Are they also Sechenov? No. The hallucinations are just your brain's defense mechanism. Why the hell should I believe any of this? The boss would never do this to me. Nö, nö. Just like he'd never wipe your wife's existence from your memory. Just like he'd never design Collective to be a mind control system. Who said Sechenov did any of that stuff? You can't even tell who's in that chair. If you don't believe me, go ask him. Das machen wir auch. Da gehen wir mal anklopfen und freundlich fragen. Betonung auf freundlich. What's the plan, Major? He's waiting for us at Chelomey. If we want to stop Sechenov, we'll have to string him along. So you bring me there as your captive? And then what? Dann gibt's aufs Gesicht, Junge. And then we play it by ear. Ins Gesicht gibt's So that's how dann. it is, Major. Yes, so Think ist it es. over while I try to hack this elevator and get us back to the surface. Uh-huh. Paying attention now, dickbag? Major, I have no data about this incident. Trying to make a monkey out of me, are you? Well, join the club. Don't have any data, huh? You've always known about all this. There's a reason you're called Charless, right? You're Char a ton. Zaharov, you son of a bitch. Got an explanation? Huh? There's nothing to explain, Major. You're just as much a Charless to me as I am a perfect stranger to you. First, Sechenov murdered me. Then he turned me into a blob of polymer goo. Then he brainwashed you and manipulated you. How could I trust either of you?
That's why I pretended to be the chatting artificial librarian. I wanted to see who was who. Yeah, well, I guess I would have done the same. So what are we gonna do now, huh? What else can we do, Sergei? You and I are friends now, and we know the truth. We need Auf to einmal get sind sie Freunde. Sechenov, rectify this injustice, and get revenge for what he's done to us. I guess you're right, Chariton. Justice does need to be done. You're a good man, Comrade Major. I hate to say this, but you're the first functional example of an ordinary link in the collective network. On Monday, everyone who has undergone polymerization will become just as malleable as you. Shit, I can't let that happen. Listen, the fucking gadget, the thought device, you can just take it off. Unfortunately, that won't help anyone. It just makes things worse. How come? Because all your thoughts are useless. A polymerized person's signal will be transmitted to robots and other equipment via their thought controller. But it is not what makes them a part of collective. The thought device can be removed, but this merely prevents the wearer from being able to make calls and give orders to machines. So how is Sechenov gonna keep everybody under control? It's the neuropolymer injection that makes people part of collective. It embeds itself in the brain and connects it to the neural network once and for all. The effect of this injection cannot be undone. Everyone who gets an injection will be part of collective forever. But was I really married? What was my wife's name? Ekaterina. And you aren't going to like what I'm about to tell you, Comrade Major. I've heard that before, but I doubt anything could surprise me now. You and your wife served with the Argentum unit. Ekaterina, or Katya as you called her, was a highly qualified agent. As a child, she studied ballet and made significant achievements in both dance and martial arts. Ballet and martial arts? Are you trying to tell me the boss is metal twins? No way, this is total BS. The boss would never do something like that. Just look at me, Comrade Major. After I died, my consciousness was transplanted into this glove. After your wife died, her consciousness could not be saved. But Sechenov uploaded an imprint of her professional skills into his bodyguard's matrices. Wow. This is... Holy shit. Fuck me, this can't be a... We've got a ride, Major. We can get out of here. Das ist tatsächlich ziemlich heftig. Also sind die Ballerinas eigentlich meine Frau. Also gut, nicht so wirklich, ne? Sind ja nur die Skills quasi, die übernommen worden sind, aber nichtsdestotrotz. Can we go, Major? Ich brauche noch ein bisschen oder alles klar, gehen wir. Ne, wir gehen rein da. Scheppern, Junge. Scheppern. Okay, let's go. Klitsch, klatsch. I'm really sorry you had to go through all this. Oh, Ah, shit. oh. Lichterparty. No, not now. Not here. Oh nö, bringen wir die jetzt auch um? Oh nö. Oh nö, das ist ja uncool. Jetzt machen wir die hier auch zunichte oder was? Nee. Okay, ab in das Loch. Rein da. Warum sind wir eigentlich über eine Katze? Entschuldigung. And once I'd completed the puzzle, I found a book that now prevents me from sharing my That book is Human Greed and people have no time to dedicate themselves to science. On the other side of the world, they're busy playing with money. On this side, they're playing with the power of the masses. Science shattered to pieces by the husks. No one has ever read. None of the social systems that exist now allow humanity to fully evolve. They are all. Oha. Get rid of money and let robots toil for us. Get rid of inequality and allow communism. Give people freedom of choice. Accelerate evolution.
Oh nö, warum? Oh Mann, da hätte ich gerne noch zugehört. Schade. Das finde ich ein bisschen schade, dass da immer dann irgendwie die Gespräche abbricht. Dr. Sechenov just held a press conference in which he completely denied rumors about civilian robots malfunctioning at Facility 3826. The facility is back to full operational capacity, and the red alert will Finally be back lifted with very us, soon. Sonny. You took a real pounding, didn't you? You were pretty close to staying there for good. Die Oma ist so geil. You tell me, how am I supposed to know where you are when you're on the bloody rampage? You were a nice boy when my daughter was around, but ever since she passed away, Oh. you do nothing but sulk and fly off the handle at the drop of a hat. Nothing but blood and ripped off heads everywhere. Das ist quasi unsere Schwiegermutti, oder was? got to do with me? My Katinka. Our Katinka. Nice. They played hell with your memory, Sonny. Lady, what are you talking about? She was my daughter, but she was your... Ekaterina Nechaeva, codename Blesna, member of the Argentum Spec Ops squad. So you must be... Your mother-in-law, you stupid ignoramus. Ta-da. You worked for Sechenov until those Bulgarian terrorists blew you up. Katya didn't make it. Then Sechenov turned you into a monster. Yeah, I may have heard something about that. Why are you just sitting there if you already knew? I've been keeping an eye on you ever since. I figured there must be some humanity somewhere in you. Sorry, lady, but you figured wrong. My past, my present, it's all gone. Wait, where's Larissa? She's everywhere. You scattered her to the four winds. Ui, okay. Auseinandergenommen haben wir die Gute. Das ist blöd. Fuck. You got a gun, lady. Does it look like I don't have one? What would you like? Anything'll do. I just need to blow my head off. Great idea. Bonk. Just blow your own damn brains out and be done Stand with down, it. lady. Then Sechenov can turn everyone into mindless meatbags. First the Soviet Union, then the rest of the world. Fine, I get it. If you get it, then get up. I'll give you weapons, lots of them. But only if you promise me you'll put that freak down once and for all. Die Oma ist so geil. Ich feiere die voll. What's the matter? Cat got your tongue? Listen to your elders, Major. Comrade Sechenov's deeds demand vengeance. What is this shit, Sergei? It is me, Zinaida. Chariton Zaharov. Chariton, you devil! You're alive! In a sense, an evil wizard turned me into polymer goo. Wait a fucking minute. Are you telling me you've known Granny Xena this whole time? Keeping secrets can be very useful, Major. They haven't let us down yet. Useful to who? You keeping secrets is letting me Sechenov down. must be off his rocker if he's doing this kind of stuff to people. Wait a second. What about Katya, Katinka? Could she still be alive? It's possible, but in what state? Just look at me. I'm not sure I'm better off, but I don't have hard data at this time. I'm begging you, Sergei. Sechenov has to die! Jeez, get off my back already! Crispy critters. What the hell is going on around here? On the one hand, I've got lying, manipulative dicks who claim to be noble avengers. On the other, I've got a Soviet scientist and member of the Academy who wants to enlighten all mankind and use me to get rid of assholes. According to the manipulative dicks, that is. Okay, jetzt können wir uns hier entscheiden. Ich krümme Sechenov kein Haar. Ohne mich, ich habe genug von dem Spiel. Was? Also gut. Was hast du denn alles in deinem Waffenschrank? Ja, wir nehmen die zwei. Auf geht's. Ins Gesicht! Whatever, lady. Why don't you show me what's in that Now you're arsenal of yours? talking, Sonny. Yes. Jetzt kriegt der Sechenov ins Gesicht, Junge. Einmal speichern. Saving Data. Okay, wir gucken nochmal, dass wir hier ganz viel Zeug mitnehmen. I'm extremely worried about you. I think you may be in danger. What do you mean? The break room isn't safe anymore. No, handsome. My room will always be safe for you. I won't let anyone in as long as you're here. Then where is this threat coming from? Your glove. It is manipulating you. Take it off before it's too late. And we'll be together till death do us part. Oh, man. I'm sick of you going on about the glove. But I'm right,
darling. Yeah, you just want to murder me. Not gonna happen. How could you even think that, sugar? I only kill pathetic, horny little pipsqueaks who try to enter me, when all I want is you. How many times do I have to tell you to stop killing people? But that's beyond me, sugar. I can't help myself. Then you'll have to deal with the glove until you can. You should forbid her from telling you to remove the glove. You see? He is turning you against me. Oh, sneaky manipulator. Darling, take off the disgusting thing right now. Listen, can you spare me your maniacal ramblings? This place has already gone to hell. Whatever you say, Master. Just enter me often and keep punishing me. Dieser Kühlschrank ist so geil. Saving data. So, Saving Data nochmal. Und ich würde sagen, ab zum Ziel. Können wir jetzt hier einfach rüberspringen? Können wir nochmal mit der Omi reden? Moment, ich suche mal kurz, ob ich nochmal mit der Oma reden kann. Hallo, Oma Sina. Hallo. Kann man nochmal mit ihr sprechen? Nö. Okay. Warum denn nicht? Schade, ich hätte mich tatsächlich sehr gerne nochmal mit der... Oh, da ist sie. Kann ich mich nochmal mit ihr unterhalten? Nö. Kann nicht mehr mit ihr interagieren, okay. Na gut. Da. Können wir es diesmal streicheln? Nö, immer noch nicht. Aber wenigstens läuft es jetzt nicht weg. Na gut. Come on, Sergei. Vengeance awaits. Don't rush me. One thing at a time. I would prefer that we reach Sechenov before Collective is updated and it is too late to change anything, in case you don't like his answers. Okay, runter da. Oh, die armen Hände. Aber sind ja wohl Prothesen, also wird wohl gehen. Klatsch. Gives a fuck. Alter, okay, der ist aber auch sehr elegant abgesprungen. Naja, gut. Spiel gespeichert, Tür auf, klopp, klopp. Wer ist zu Hause? Wer bist denn du? Hello. Entschuldigung. Du hast also den Kampfstil von meiner Frau, oder was? Oha. Ja gut. Alter, was ist jetzt hier los? Energie der Zwillinge. So wie du kann ein Zwilling Energie ansammeln, um seine Angriffe zu verstärken. Greife ihn an, um ihm seine angesammelte Energie zu entziehen und seinen Spezialangriff zu schwächen. Okay. Die haben so eine extra Leiste unten drunter und können damit dann anscheinend so super Angriffe machen. Okay. Ja gut. Okay, Moment. Weg. Falsche Waffe. Ich nehme die Shotgun. Ich treffe die fast gar nicht. Oh Gott. Erstmal übertrieben daneben gebolzt. Macht das Schaden? Ja, ne? Ah, warte mal, erstmal scannen. Was hast du denn für Schwächen? Jo, Moment. Ich muss erstmal scannen hier. Ich will erstmal scannen. Anfällig, Widerstand gegen Pistol. Okay, und anfällig irgendwie gegen gar nichts. Das bedeutet, wir können einfach reinholzen und aufs Beste hoffen. Oh. Moment. Erstmal nachladen. Wir nehmen gleich die Schwosche-Schoschka und zerschnipseln die einmal. So, jetzt Schwosche-Schoschkan. Unsere super Geheimangriff-Waffe. Junge, das Ding ist so stark. So, jetzt hat sie da so eine komische... Boah, runter durchgeduckt. Jetzt hat sie hier so eine komische Leiste unten drunter. Nix. Ja, ich bin doch dabei. Ich bin doch schon dabei, Charles. Oh no, jetzt hat sie hier den Supermodus. Oh. Alter, wie hat sie mich da getroffen? Ich war so weit weg. Jo. Ja, ich bin dabei, Charles. Also, falls man es nicht merkt, ich baller mit allem um mich, was ich habe. Oh Gott, okay. Vielleicht sollte ich mich vorher nochmal voll heilen, bevor ich in diesen Kampf gehe. Ich hole euch rein, wenn sie wieder Ultra ist. Während sie uns da oben auspeitscht. So, meine Damen und Herren, willkommen zurück. Ich glaube, hier waren wir ungefähr das letzte Mal auch. Diesmal habe ich sie aber mehr unter Befeuerung genommen. Und deswegen konnte sie sich noch nicht komplett aufladen. Betonung auf noch nicht, was sie wahrscheinlich gleich sein wird. Jo, nee. Nee, ich imagine nicht, da wären jetzt zwei. Das wäre zu viel tatsächlich, Charles, danke. Wir machen die einfach so kaputt. Wir machen die so kaputt. Wie ihr seht, habe ich auch große Health Packs unten ausgerüstet. Damit wir sie im Notfall hier... Okay, was macht sie jetzt? Alter, was geht bei ihr? Jo, was geht denn bei dir? Nee, danke. Madame Spider Lady. Das feiere ich gar nicht, muss ich sagen. Oh Gott. Jo, was geht? Nochmal? Upstairs? Wieso müssen wir hoch? Jo, was geht? Ich möchte die gerne zerschnitzeln. Nee, drüber springen. Jo, was geht denn hier ab? Die ist ja richtig fix unterwegs. Nee, wo ist sie denn? Alter, das ist ja komplett unübersichtlich. Schnell heilen. Schnell heilen.
Wo ist sie? Da ist sie. Weg. Weiter. Ey, ist das unübersichtlich. Moment. Nee, hüpfen. Zu früh gehüpft. Ich denke die ganze Zeit mit Doppelsprung. Habe ich nicht. Oh nein, zu früh. Alter, wo ist sie denn? Das ist ja ultra unübersichtlich. Alter. Komm, geh weg. Geh sterben. Oh nein. Nein, ich hab gesagt, geh weg. Okay. Was verbiegst du dich denn so komisch? Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Hab ich's überlebt? Ja, noch. Noch habe ich's überlebt. Komm, geh doch sterben. Sie hat kein Leben mehr, aber sie macht doch irgendwelche Angriffe. Warum? Einmal heilen. Wo ist sie? Warum lebt sie noch? Okay, was geht jetzt? Holt sie jetzt ihre Schwester ran, oder was? Das wäre natürlich super ärgerlich. Was ist hier los? Okay, nee, danke. Bitte hören Sie auf. Was ist jetzt? Okay, hä? Was war das für ein Angriff? Was ist da passiert? Okay. Hallo? Hast du es hinter dir? Entschuldigung, du siehst sehr mitgenommen aus, tatsächlich. Oh. Ist da jetzt der Kopf unserer Frau drunter? Oh. Was geht jetzt? Jetzt kriegt sie wieder ihr Einhorn. Jo, okay, okay. Ja, ist ja in Ordnung. Oh no, wird jetzt zermatschelt. Hä? Alter, was geht denn ab? Okay, jetzt ist sie da hochgehüpft. Komplett geschrotet. Ja, gut, kann man mal machen. Irgendwie bin ich jetzt nicht viel schlauer als vorher, aber gut, wir folgen mal unserem Objective Marker und hauen mal den Setzenov um. Das wollten wir nämlich ja eigentlich machen, ne? Den Setzenov umklatschen. Aber jetzt haben wir... Oh. Change of political regime, abolition of capitalism, establishment of communism, establishing social and moral ideals consistent with the beliefs of a Soviet person. The method of execution is the seizure of the strategic and military facilities, followed by disconnection and shutdown of nuclear power plants. Effective deactivation of the atomic heart of America, complete surrender of the government, and the transfer of power to the top leadership of the USSR. So how are they gonna pull that off? Well, Sergei, first they sell robots, then they simply give them away as aid. Once they reach critical mass, they take over all the power plants and cut off the power. Ja, das ist schlau auf jeden Fall. Oh, schon wieder so ein Balayage. Da bin ich ja ein bisschen traumatisiert, muss ich sagen. Was geht hier? Alter, das ist ein langer Text, das lese ich nicht alles. Oh, nee. Nee, aus. Das lese ich nicht alles. Moment, ich überflieg's und fasse euch zusammen. Ja, okay. Also in diesem Text stand quasi genau das, was die hier gerade besprochen haben. Dass das Project Atomic Heart quasi das ist, dass die Roboter ausgeteilt werden, die das dann alles übernehmen und dadurch dann alles Sowjetunion wird. Krass. Was geht hier so? Oh, was ist denn hier? Ah, jetzt haben wir hier nochmal alle Gegner, oder was? Können wir die auch kaputt machen? Nee. Aber wir können mal looten. Reinlooten. So, hier der Engineer nochmal. Hallo Engineer. Hast du auch noch was für uns? Das ist sehr nett von dir. Die Big Mama. Das war ja auch immer noch sehr hart, dass die einfach da in so einem Raum mit als Endgegner mit dabei war. In so einem Forschungskomplex-Ding. Das war ja schon sehr stark auf jeden Fall. Hier haben wir so eine Bumblebee. Oh Gott, dich kennen wir auch noch, ey. Ja, du warst auf jeden Fall lustig unterwegs, Kollege. So, eine Cable-Box noch. Oh, hier geht's noch weiter. Okay. Hier diese komischen Putzroboter. Die normalen Mannequins, die auch wirklich Albträume bereitet haben, weil sie zu 20 Milliarden auf mich eingestürmt sind. Die Sägeblatt-Boys. Ah, wird jetzt nochmal schön Resümee gezogen von allen Gegnern oder was, bevor wir uns jetzt hier nochmal Setzenov zweiteilen. Das ist ja sehr schön. Oh, hier können wir nochmal speichern. Okay. Saving Data. Und dann, Tür auf. Quietsch. Hä? Hä? Habe ich gerade nicht die Zwillinge kaputt gehauen? War das einfach irgendwas anderes? Wer war denn das? Wo kam dieser Roboter her? Naja, wird sich wahrscheinlich gleich erklären. Hoffentlich. Ja, boy, dich hat keiner mitbekommen. Du kannst da super dich anschleichen. Das hat keiner mitgekriegt. Nö. Nein. Ja, aber das sind die Zwillinge. Die haben diese Weste an. Hä? Boy, du hast da unten gerade den halben Raum auseinandergenommen.
Jetzt, ob die nicht wissen, dass du da bist. Boss? Protect. Well, Cheriton, are you proud of yourself? You, Larissa, and Zenaida have certainly been busy. But Sergei, I wouldn't have expected you to be quite so gullible, my boy. Silence! You messed with my head. You wiped my memory. Am I a toy to you like those other people connected to Collective? Who the fuck do you think you are? Calm down, Sergei. I can see you're terribly upset. It's okay, I don't blame you. But you, Cheriton, you were supposed to help the boy, not pull his strings like a puppet. Me? Don't you blame this on me. I'm not the one trying to deprive everyone of their free will, turning them into mindless puppets. It wasn't my choice to be a talking pile of goo either. You're glad it happened, aren't you? You'll use everything and everyone to achieve your goal, including me and your agent. Admit it! How dare you? I lost you both, then saved your lives. You're both scientific miracles. You are my best friend, Cheriton. And the Major is like a son to me. And those two are like daughters, right? And everyone you're going to connect to Collective, everyone whose minds you're going to control. Who are they to you? Millions of foster kids? Everyone is just grist for your mill, Dimitri. I want to give mankind a spectacular future. Unimaginable achievements. I want to give them a path to the star. Both of you, shut up! Get your hands up! Some goddamn wizard you are. Tell him to stand down. I'm counting to 3. 1! What a shame. 2! It's a shame you've escalated this situation without even trying to resolve it peacefully. But I won't let you stand in the way of progress. Right, left, terminate. So, wir haben nur gegen die eine gekämpft. Oh, jetzt müssen wir gegen beide ran, oder was? Oh no. Oh no, no, no. Oh no, oh no, no, no. Oh, hallo. Hello. Ups. Hä? Ich habe Leertaste gedrückt. Was? Hä? Was ist jetzt passiert? Hä? Ich habe Leertaste gedrückt. Man hört sie eventuell sogar auf der Aufnahme. Okay, probieren es nochmal. So, nochmal. Hüpf und auf mich drauf. Pillöchen, na? Und jetzt? Wir haben gedrückt. Bitte, hören Sie auf. Weg mit Ihrem Stiletto. Weg da. Sieht zwar wunderschön aus, aber bitte nicht in mir drin. Nö, nicht den Schlüsselstiletto. Nö. Und yes. Haha, auf den Hintern getreten. So, ja, komm, lass dir Zeit beim Aufstehen. Jo, okay, ja klar. Mhm. Jo, das überleben wir safe. Das ist gar kein Problem für uns. Junge. Die hauen ganz schön rein, glaube ich, gleich. Jetzt können die auch noch fliegen, oder was? Junge, okay. Ja, klar. Nö, weg, 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 weg. Sehr schön, hast du fein gemacht. So, kannst du jetzt bitte mal ein bisschen schneller aufstehen? Das wäre sehr schön. Dankeschön. Vielen Dank. Mucho danko. Oh Gott, das geht schon los. Oh Gott, ich bin an irgendeiner Wand. Okay, ich habe einen Raketenwerfer. Raketenwerfer, was ist das? Okay, Moment, erstmal heilen hier. Erstmal heilen, schnell. Schnell, schnell, schnell. Okay, so. Jetzt aber. Bumm, Junge. Weg. Oh no, da kommt ein Stein. So. Oh Gott. Nee, nee. Ja, nee. Ich kann sehr viel gerade mitlesen und mitverstehen, was hier abgeht. Oh no, da kommt Stein. Geh weg. Nee, nee. So, weg. So, eine haben wir zur Hälfte. Junge, Junge, Junge. Die eine da bratzelt schon wieder. So, solange wir eine bekämpfen können die ganze Zeit. Die da oben ist eigentlich in Ordnung. Solange von der hier wegrennen können. Oh ne, Stein. Oh no. Weg. Nein, jetzt hat die auch ihre Superfähigkeit. Jetzt wird es kompliziert gleich. Oh, oh. No. Was geht? Oh Gott. Was passiert hier? Ja, genau. Alter, was passiert? No. Das ist ein bisschen viel auf einmal gerade tatsächlich. Weg mit dir. Habe ich die getroffen? Nee. Oh Gott. No. No. Schnell heilen. 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 Oh Gott. Das war vielleicht gar nicht so schlau. Hier.
die ganze Zeit mit dem Raketenwerfer rumzulaufen. Habe ich die? Ich glaube, eine habe ich. Was ist denn jetzt los? Jetzt fusen die sich, oder was? Fusion! Okay, ja klar. Ja klar. Das erkennt man übrigens auch sehr gut, wo diese Laserstrahlen sind. Das ist ultra leicht, den auszuweichen. Oh, das war zu hoch. Oh, was? Was ist passiert? Oh Gott, oh Gott. Oh, nee. Nochmal. Okay, willkommen zurück, meine Damen und Herren. Das ging diesmal wesentlich schneller. Ich habe es diesmal gereilt, dass ich 3 Raketen habe und einfach alle 3 geschossen habe. Ducken. Oh. Einmal halten. Heilen, nicht halten. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hardcore, Parkour. Yes. Nice. Geschafft. Was ist da oben los? Blubber, blubber, Junge. Okay, jetzt geht's hier aber los. Fusion. Oh ne, doch nicht. Die explodieren einfach irgendwie. Oder? Hallo? Was passiert? Bis jetzt haben wir nur eine der Schwestern zerscheppert. Hä, was geht denn jetzt ab? Haben wir es schon geschafft? Nee, oder? Safe nicht. Irgendeine Form kommt da jetzt noch. Irgendwas passiert. Die zuckt doch noch. Hallo? You lousy piece of shit. Sheridan's manipulating you. Okay. Bam, Junge. Direkt in den Bauch geschossen. He gained access to the Voskhod module in your brain and started sending you to limbo. I was busy getting ready for the collective update, so I didn't realize it right away. He's the one who killed Molotov. Tell me, Sheridan, did you do the same thing to Dr. Filatova? Did you use my agent to tear her limb from limb? I'm sick of your hypocrisy, Dimitri. I did your dirty work while you stayed squeaky clean. But they didn't deserve to die. Why have you done this? You motherfucker, this whole time. I've had quite enough of you, Major. Your job is done. Okay, also wurden wir jetzt quasi gerade gedouble-crossed. Oh no! P3, my boy. Get up! Get up! Es sind einfach alle böse. Alles böse, böse Menschen hier. Okay, und das ist SETZEN oder was? What do you want? I want all this to end, Dimitri. I want your pathetic human race to realize it has no future. It's time for it to step aside and make way for the next phase of its evolution. Oh, okay, das habe ich tatsächlich mal nicht kommen sehen. Oha. Dürfen wir den jetzt auch noch wegscheppern? Hoffentlich habe ich noch genug Raketen. Pure evil? What are you gonna do to humanity and collective? Das ist schon wieder diese Katze. Call something evil just because you cannot comprehend it. Evil is an abstract concept, and your thinking is limited. You are a human, a species that will soon be extinct. I realized when I stopped being human myself. Your limitations prevent you from seeing the truth. Dumb humans don't want to evolve. All they want is comfort and satisfaction on someone else's dime. You never wanted to join with the massive array. No. Stop, Sheridan. No. Kurz habe ich gedacht, der schlabbert den jetzt noch so in sich rein, aber gut, zumindest das nicht. Ja, und jetzt? Was ist das für eine komische Katze? Was? Das wurde ja auch bisher noch wirklich gar nicht erklärt.
The Argentum unit entered Dr. Sechenov's office and found no trace of the doctor. According to partially reconstructed footage, it appears the humanoid neuropolymer object approached Dr. Sechenov's body and then completely consumed it. Ja, also doch. After the events described in the report, the unidentified humanoid neuropolymer object left Dr. Sechenov's office and vanished. Hä, aber uns hat er jetzt leben lassen, oder was? Okay, das ist ganz schön hoch. Oh, vereint mit unserer Frau, oder was? Okay, das war's jetzt, oder was? Hä? Okay, wir gucken gleich mal, ob nach dem Abspann hier noch irgendwas kommt. Wir sehen uns gleich. Nö, wir landen direkt wieder im Hauptmenü. Okay. Okay. Also gut, um das Ende mal kurz zusammenzufassen. Wir haben jetzt die Zwillinge anscheinend kaputt gehauen. Sechenov ist gestorben und wurde aufgegessen von Zaharov. Und der ist jetzt irgendwie losgegangen, um die Menschheit zu vernichten, oder was? Das ist ja supi. Und wir sind entweder wahnsinnig geworden oder gestorben oder so, oder liegen im Koma oder sowas, weil wir wieder in dieser komischen Limbo-Welt da waren und unsere Frau getroffen haben. Okay, das scheint ja alles auf ein Atomic Heart 2 hinzudeuten, aber ob es das geben wird, das ist so die andere Frage. Und da kommen wir auch direkt, oh, das ist eine krasse Überleitung zu meinem Fazit von dem Game. Wird ein sehr gemischtes Fazit, so würde ich sagen. Also das Kampfsystem ist ganz lustig, aber viel zu viele Gegner die ganze Zeit. Man kann dieses Explorationsding nicht richtig durchziehen, was das Spiel eigentlich machen möchte. Dass man so die Overworld ein bisschen erkundet und so, das geht wirklich gar nicht. Vor allem gegen Ende des Spiels ist es wirklich unmöglich, irgendwo rumzulaufen, ohne die ganze Zeit zu sterben. Und da finde ich, haben sie so ein bisschen sich selbst ins Bein geschossen, so kann man mal sagen. Das war nicht so praktisch. Und dann merkt man hier und da, vor allem in den Cutscenes und wenn es um Gespräche geht, dass es so ein bisschen unrund ist, so ein bisschen unfertig. Gerade auch im letzten Teil war es ja so, dass da gesagt wurde, dass Charles irgendwie rauschen würde und er hat noch gar nicht gerauscht und dann fängt er an zu rauschen. Und auch hier gerade das Gespräch war irgendwie sehr unsauber. Auch, dass er sich dann noch versucht anzuschleichen, obwohl er eigentlich unten schon das ganze Stockwerk auseinandergenommen hat und so. Ja, an sich fand ich die Story allerdings ziemlich interessant. Hauptcharakter nicht so, der war mir ein bisschen zu doof teilweise. Hätte man den ein bisschen schlauer und sympathischer gemacht, wäre es, glaube ich, sogar noch besser gewesen. Aber ja, die Story an sich war tatsächlich doch jetzt interessanter als gedacht. Vor allem gegen Ende, wo auch mal wirklich auch Story kam. Das finde ich nämlich auch im Spiel. Hat sich das so ein bisschen sehr verlaufen. Man hat immer sehr wenig Story gehabt. Und ja, auch diese Taschenuhren, die man da gefunden hat, haben es jetzt wirklich nicht unbedingt rausgerissen. Aber gut. War trotzdem, der Wille war da. Aber generell würde ich sagen, das Spiel, ja, geht so. Zumindest ist es gelaufen, was man ja von vielen Spielen in letzter Zeit nicht behaupten kann. Es ist sehr, sehr gut gelaufen. Das kann man dem Spiel hoch anrechnen. Ja, aber ja, der Feinschliff fehlt halt einfach noch so ein bisschen. Aber gut. Wir gucken, ob es nochmal ein Atomic Heart 2 gibt, aber an der Stelle bin ich durch mit Atomic Heart Nummer 1. Man weiß es noch nicht. Vielen Dank, dass ihr alle wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Es war mir wie immer eine Ehre, für euch zocken zu dürfen. Lasst doch gerne einen Daumen oben da, lasst ein Abo da, folgt mir gerne auf Twitch und macht die Bimmelbammel-Glocke an, dann kriegt ihr nämlich immer mit, wenn meine Videos live gehen. Und so wie immer wünsche ich euch natürlich einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Tag, was auch immer ihr habt. Hauptsache ihr habt Spaß und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschaußen!